Willkommen zu einem neuen Video und das hier ist jetzt gerade Schneide Eva und zwar wollte ich noch etwas sagen, bevor wir jetzt mit dem Video anfangen. Und zwar zum einen, dass ich wirklich nervös bin, dieses Video zu posten und jetzt auch schon die ganze Woche über immer wieder darüber nachgedacht habe, ob ich dieses Video überhaupt posten soll. Das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr schwerwiegend an und vielleicht werden auch einige von euch sich denken, ja, warum hat sie da mir jetzt so ein Tamtam gemacht? Aber ja, für mich persönlich ist es gerade ernsthaft nicht leicht, das hier online zu teilen. Auch wenn ich ja sogar schon mal in einem Vlog angesprochen hatte, aber noch nie öffentlich in einem separaten Video und ich weiß auch noch nicht mal, ob dieses separate Video jetzt wirklich dafür angebracht ist, weil ja, für mich ist es halt eben ja auch etwas, das gehört zu meinem Alltag und ist jetzt nicht wirklich so groß, aber gleichzeitig wurde diese Frage ziemlich oft gestellt in den letzten 2 Jahren, seitdem ich diesen Kanal habe. Von daher dachte ich, es wäre mal an der Zeit, diese Frage endlich auch mal öffentlich in einem Video zu adressieren. Aber ja, es geht heute um diese Frage. Und diese Frage ist, glaube ich, die meistgestellte Frage auf meinem Kanal seit diesen 2 Jahren. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich es bis jetzt noch nicht angesprochen habe. Zu dieser Aussage, dass ich nicht weiß, warum ich es nicht angesprochen habe, will ich jetzt nur mal noch kurz sagen, dass ich natürlich irgendwo weiß, warum ich es nicht angesprochen habe. Ich glaube, weil ich auch einfach Angst davor hatte, das öffentlich im Internet zu sagen. Diese Angst ist auch immer noch da. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum mich dieses Video jetzt gerade so nervös macht. Weil ich glaube, wir alle wissen, wie das Internet schon mal sein kann. Wenn man nicht der Norm entspricht oder anders ist als andere. Oder halt eben auch komisch redet, wie ich. Es war auch nie so, dass ich auf diese Frage nie geantwortet habe. Ich habe auf diese Frage immer geantwortet. In den Kommentaren habe ich diese Frage immer beantwortet, aber ich habe sie halt eben nie öffentlich in einem Video auf diesem Kanal angesprochen. Ich glaube, bevor ich diese Frage jetzt beantworte, ist es wichtig zu wissen, dass ich ein Handicap/Behinderung habe. Nochmal schneide Eva hier und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass ich in dem ganzen Video nicht einmal gesagt habe, warum ich dieses Handicap habe. Und zwar habe ich dieses Handicap, weil ich zu früh geboren bin. Ich war ein Frühchen und von daher habe ich dieses Handicap auch schon seit meinem ganzen Leben. Also ich bin damit aufgewachsen. Und noch was einfach zur Information. Mein Handicap schränkt mich nur körperlich in gewissen Sachen ein. Ja, ansonsten habe ich da keinerlei Einschränkungen in irgendeiner Art und Weise, außer halt eben mit meiner Sprache, die mich als Kind wesentlich mehr eingeschränkt hat, als sie es jetzt tut. Dementsprechend ist diese Information vielleicht auch ein bisschen überraschend für den einen oder anderen, weil ich weiß nicht genau, ob man es mir in meinen Videos anmerkt, dass ich ein Handicap habe, außer vielleicht an meiner Sprache, was aber auch daran liegt, weil ich hier zu Hause einfach die Hilfsmittel und so habe, die ich brauche, um damit so umgehen zu können, dass man es mir nicht anmerkt, dass ich ein Handicap habe. Und ja, zu meiner Sprache ist die Sache, dass ich nicht genau weiß, warum ich so rede, wie ich jetzt rede. Ich weiß, dass ich als Kind sehr, sehr undeutlich gesprochen habe und dass dieses undeutliche Sprechen wahrscheinlich auch
im Zusammenhang mit meinem Handicap steht. Das mit dem stockenden Sprechen, was ich jetzt habe, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das immer noch mit meinem Handicap zu tun hat oder ob es vielleicht auch etwas ist, was ich mir teilweise auch einfach angewöhnt habe, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß, dass dieses stockende Sprechen zunimmt, wenn ich nervös bin oder fremde Leute zum ersten Mal treffe. Was zum Teil auch daran liegen kann, weil ich einfach verdammt schüchtern bin, wenn ich Leute zum ersten Mal treffe. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob dieses stockende Sprechen immer noch mit meinem Handicap zusammenhängt. Wahrscheinlich irgendwo schon. Oder ob es einfach nur eine sehr, sehr doofe Angewohnheit von mir ist. Das war eigentlich schon alles, was man zu dieser Frage sagen kann. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht wirklich darüber ein separates Video drehen wollte, weil, ja, ich weiß es selbst nicht, warum ich so spreche, wie ich spreche, außer dass ich mir vielleicht vorstellen kann, dass es doch noch etwas mit meinem Handicap zu tun hat. Zu meinem Handicap kann ich aber auch gerne nochmal ein separates Video machen, weil dazu gibt es wesentlich mehr zu sagen als nur zu meiner Sprache. Aber natürlich ist die Sprache das, was ihr, wenn ihr meine Videos schaut, am ehesten wahrnehmt. Und von daher verstehe ich auch, warum diese Frage so häufig gekommen ist, weil man es einfach am ehesten wahrnimmt, wie gesagt. Es tut mir übrigens leid, wenn das alles jetzt hier ein bisschen durcheinander ist, aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem noch hinterher. Ich glaube, der Grund, warum ich dieses Video jetzt mache, ist, weil ich mich in den letzten Monaten immer mehr gefühlt habe, als würde ich einen Teil von mir vor euch verstecken, wenn das irgendeinen Sinn macht. Weil, ja, mein Handicap schränkt mich jetzt nicht so groß ein im Alltag, aber es gibt nun mal trotzdem manche Sachen, die ich entweder nicht so gut kann oder nicht machen kann. Es gab zum Beispiel auch etwas in Kanada an der Uni, was ich, als ich da war und auch nachdem ich aus Kanada wieder da war, auch einfach komplett nicht angesprochen habe, weil es einfach mit meinem Handicap zu tun hatte und ich mich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht bereit fühlt habe, das hier öffentlich zu sagen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ihr das versteht, warum ich mich erst jetzt dazu äußere, zu dieser Frage, die seit 2 Jahren immer wieder auf meinem Kanal geschrieben wird und auch sonst, dass ihr respektvoll in den Kommentaren seid. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu meinem Handicap, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Dann werde ich sie entweder in den Kommentaren beantworten oder sie dann mit in mein separates Video zu meinem Handicap packen. Irgendwie fühlt es sich jetzt falsch an zu sagen, dass ihr es liken sollt, wenn es euch gefallen hat. Von daher sage ich jetzt einfach Bye und bis zum nächsten Video.